Wie baggere ich überhaupt japanische Frauen an? Ich konnte bisher kein Video zum Thema finden, wie man Japanerinnen kriegt. Kannst du mal was da machen? Irgendwie höre ich unterschiedliche Sachen, wie man Japanerinnen datet. Weißt du mehr was darüber? Also ja, da ich wirklich viele solcher Anfragen kriege und auch einige interessante Tipps von manchen Leuten sehe im Internet, mache ich mal was zu diesem Thema. Hatte auch darüber mit ein paar Freunden aus Japan gesprochen, die Erfahrung mit Nicht-Japaner haben. Ob positiv oder negativ. Los geht's. Also fangen wir doch mal damit an, was Japaner erstmal nicht mögen. Sie mögen es überhaupt nicht, wenn jemand gleich viel zu nah rankommt. Man möchte in der Anfangsphase auf jeden Fall einen Abstand von einem Armlänge haben und nicht nur eine halbe Armlänge. Einige mögen vielleicht aus Höflichkeit nicht sagen, dass der Abstand viel zu klein ist. Aber wenn man vorsichtig und aufmerksam ist, erkennt man noch ein paar Signale, die darauf hindeuten, dass die Person ein bisschen weg möchte. Wenn man ruhig ist, ist sowas relativ einfach zu erkennen. Also etwas Feingefühl ist angesagt. Das wird positiv bewertet. Einige Leute behaupten, in Japan gibt es kein Nein. Daher muss man einfach hartnäckig bleiben. Man darf nicht aufgeben und etwas stalken ist auch voll okay. Ist es nicht. Dafür wird man am Ende belohnt. Wird man nicht. Das ist so eine Totalkatastrophe. Auch in Japan gibt es Nein und Nein heißt einfach Nein. Auch zweimal Nein heißt nicht Ja, sondern Nein. Das gilt überall, auch in Deutschland. Und in Japan wird oft nicht sofort Nein gesagt, aus Höflichkeit oder um nicht gleich dein Gesicht zu zerstören. Fakt ist, dass auch in Japan früher so etwas gesagt wurde. Also in den 80ern gab es auch einen Song mit so einer Lyrik, aber das ist eben 40 Jahre her. Die Zeiten ändern sich. Komplett andere Zeiten. Und generell mögen sie es nicht, von komplett Unbekannten mitten auf der Straße direkt angesprochen zu werden. Dann gehen sie schon davon aus, dass du so oder so 1500 anderer Leuten ansprichst und für dich eigentlich keine große Rolle spielt, wen du überhaupt kriegst. Und es gibt auch Leute, die angepöbelt werden, nachdem sie Nein gesagt haben und haben eben Angst vor random people, die anbaggern. Hier gilt, dass deutlich mehr Frauen was gegen angebaggert werden haben als Männer. Und einige wissen auch von dem Vorurteil, dass Japaner total auf westliche Leute stehen und sind deswegen genervt, wenn es offensichtlich wird, dass die anlabernde Person glaubt, dass Japaner leicht zu kriegen sind. Wer sowas denkt, einmal bitte komplett den Kopf formatieren und rebooten. Hier gebe ich dir ein paar Tipps, wenn du wirklich ernsthaft jemanden kennenlernen möchtest. Nicht überall und nicht jederzeit. In Bars oder Clubs oder Stehkneipen können durchaus einige Leute ansprechbar sein. Aber nicht mitten auf der Straße oder bei jeder Situation oder beim Shoppen oder wie auch immer. Denk dran, anständig zu bleiben. Behandle die Person gegenüber mit Respekt. Und sei nicht hartnäckig. Das macht überhaupt keinen guten Eindruck. Schließlich bist du diejenige Person, die die Zeit anderer Leute in Anspruch nimmt. Sobald du das Gefühl hast, da stimmt die Chemie nicht oder das Interesse ist einfach gar nicht da, gib auf. Selbst dann nicht von oben herabschauen. Vergiss nicht die Tatsache, dass du was von jemandem willst und nicht andersherum. Sei selbstbewusst, aber erzähl nicht einfach nur was über dich. Sei jemand, der gut zuhören kann und interessierte Fragen stellt. Mit sei selbstbewusst meine ich, dass du dich nicht zu klein oder zu schlecht darstellen sollst, nur weil du glaubst, die Bescheidenheit kommt in Japan gut an. Das so wie du suchst zum Beispiel auf Amazon nach irgendeinem Produkt und in der Beschreibung steht da drin, dass es wirklich mies ist, nur negative Sachen. Und dann willst du das Produkt überhaupt nicht haben und du fragst dich, was will das überhaupt? Und glaube nicht, dass die Chance für den Erfolg am Tag 1 super groß ist. Sie ist eher klein, minimal. Und nach ein gutes Verhältnis aufbauen, das ist wichtig. Lass dir Zeit. Ernsthaft. Und noch einmal, Nein heißt Nein. Vergiss nicht das Wort Respekt. Generell kann ich sagen, dass der Anfang einer japanischen Beziehung für westliche Kultur sehr seltsam wirken kann. Denn wenn du irgendwann eine ernste Beziehung möchtest, wäre es absolut nicht verkehrt, das auch klar in Worte zu fassen. Also oft kommt die Liebeserklärung in recht früherer Phase, also bevor man wirklich zusammenkommt. Also ich liebe dich, also lass uns zusammen sein oder ich liebe dich, geh mit mir. So etwas ist echt nicht unüblich. Und eine klare Form wird da auch wirklich gewünscht, also dass man zusammen ist oder nicht zusammen ist und so. Wenn man das lange auslässt, taucht irgendwann der Zweifel auf und man fragt sich, was bin ich überhaupt? Was ist diese Beziehung eigentlich?
Und übrigens, das, was man im Anime oder Manga sieht, kommt auch im echten Leben durchaus vor. Also, dass man zum Beispiel einen Superass aus einer Sports-AG gut findet und sich in diese Person verliebt. Also eigentlich nur Fanboy oder Fangirl und dann kommt erst die große Liebeserklärung, auch wenn man die Person eigentlich in Wirklichkeit überhaupt nicht kennt. Hat man auch nur beim Sport gesehen. Also verständlich, dass man sich kaum kennt. Trotzdem kommt erst die Liebeserklärung und dann beginnt eine Beziehung, wenn die andere Person ja, will ich sagt. Ist irgendwie so eine Testphase. Eine Beziehung, die halt im echten Leben aber häufig sehr schnell zu Ende geht. Ist ja irgendwo klar, weil man kannte sich vorher gar nicht. Nicht wirklich. Und erst in der Beziehung lernt man sich gegenseitig kennen. Immer besser und besser. Und dann sieht man, da passt eigentlich überhaupt nichts. Also ist nicht so cool, aber immerhin besser, als wenn es weitergeht, ohne sich gegenseitig zu mögen. Und im Erwachsenenalter ist die Erfolgsquote von Anfang mit Liebeserklärung eigentlich noch geringer. Da möchte man erst ein bisschen reden und überprüfen, ob da irgendwas dran sein kann. Also vergiss bitte einfach die Internet-Hookup-Coaches oder Content-Creator, die behaupten, Japaner seien leicht zu kriegen. Einfach hart sein oder alle Japaner stehen auf Europäer. Das ist einfach ein Blödsinn. Sei bitte einfach du selbst, aber zeige Interesse auf vernünftige Art mit Respekt. Es geht um beidseitige Kommunikation, also abgesehen von einigen Unterschieden bitte so anbaggern, dass die Art auch in Deutschland als höflich gilt. Respektier bitte, dass die Kultur einfach anders ist, aber dennoch gibt es durchaus Anstandsregeln, die genauso sind. Auch in Japan gilt, Nein heißt Nein. Das sollte immer klar sein. Nicht egoistisch sein. Sicherheitsabstand ist wichtig. Privatsphäre ist wichtig. Nicht vergessen, dass du was von wem anders willst. Nicht hartnäckig sein. Nicht überall und nicht jederzeit anbaggern. Es gibt kaum jemand, der gerne auf der Straße angebaggert werden möchte. Nicht alle Japaner stehen auf Europäer. Auch in Japan wird das Stalken nicht belohnt. Das ist ein widerliches Verbrechen. Glaube nicht an Hookup-Coaches. Sei ruhig selbstbewusst, aber erzähle nicht nur über dich. Zeige Interesse, sei die Person, die gut zuhören kann. Japan hat eine andere Kultur. Schätze sie. Spreche jemanden so an, dass es auch in Deutschland als anständig gilt. Langsam rantasten. Erwarte keinen Erfolg am Tag 1. Respekt. Das ist immer wichtig. Und nochmal. Nein heißt Nein. Hast du das alles im Kopf, hast du sicher bessere Chancen auf eine länger andauernde Beziehung. Viel Erfolg. Japanisch anbaggern ist ziemlich einfach. Oder?